Die Welt um Perry herum drehte sich. Farben und Formen schwirrten vor seinen Augen. Sein Körper fühlte sich an, als würde er auseinanderreißen. Er drohte das Bewusstsein zu verlieren. Und plötzlich war auch schon alles vorbei. Kurz bevor alles schwarz wurde, hörte Perry wieder das Splittern von Glas, und die Kraft, die ihn vor noch wenigen Augenblicken angezogen hatte, spuckte ihn jetzt wieder aus. Hart prallte er gegen etwas und verlor nun endgültig das Bewusstsein. Irgendwann setzte sein Bewusstsein wieder ein. Da waren Stimmen, viele Stimmen, überall um ihn herum. Mit unendlicher Mühe versuchte er, seine Augen zu öffnen. Es gelang ihm. Zwar nur einen kleinen Spalt, aber er schaffte es. Er nahm Umrisse wahr, die aussahen wie Hunde. Immer weiter schaffte er es, seine Augen zu öffnen, und immer klarer wurde seine Sicht. Mit einem Mal fuhr er hoch und schrie. Auf dem Boden sitzend rutschte er zurück, bis ihn etwas Hartes bremste. Vor ihm saßen keine Hunde, sondern 4 Wölfe, und sie starrten ihn an. »Nein, geht weg, lass mich in Ruhe«, keifte er und verschränkte die Arme in einer Abwehrbewegung vor seinem Gesicht. Die Wölfe starrten sich an. »Sehen wir so schrecklich aus?« fragte der eine. »Vielleicht hat er noch nie einen Wolf gesehen«, meinte ein anderer. »Sie reden. Die Wölfe reden, und er konnte sie verstehen.« Das war zu viel für Perry. Wieder wurde alles vor seinen Augen schwarz. »Perry, komm zu mir!« Es war Anne. Sie winkte ihm. »Ja, warte, ich komm zu dir.« Er wollte loslaufen, doch anstatt näher zu kommen, entfernte sie sich immer weiter von ihm. »Perry, worauf wartest du? Komm zu mir!« Er rannte schneller. »Ich versuche es!« Diesmal schaffte er es, ihr näher zu kommen. Dann ein Splittern, wie das Bersten von Glas. Ein gewaltiger Ruck ging durch ihn hindurch und riss ihn nach hinten. »Nein!« Schreiend schreckte Perry hoch. Schweiß rann über sein Gesicht. Er wischte sich über die Augen und sah sich um. Es war dunkel um ihn herum. Nur das kleine Lagerfeuer, das vor ihm brannte, gab ein wenig Licht ab. »Leg lieber noch etwas Holz hinein, es sei denn, du willst, dass es ausgeht«, hörte er hinter sich. Erschrocken drehte er sich um. Im Dunkel sah er nur 2 Augenpaare. »Bist du wegen mir hier?«, kam die Frage. »Was? Wer bist du? Nein, noch wichtiger, wo bin ich? Gerade stand ich noch auf dem Marktplatz, und plötzlich bin ich in diesem Wald. Dann waren da noch diese Wölfe, die sprechen können«, brabbelte Perry. Das Etwas trat aus dem Dunkeln in den schwachen Lichtschein. »Du bist auch einer dieser sprechenden Wölfe!« Er rutschte erschrocken etwas zurück und griff dabei in die Glut. Er schrie auf und zog seine Hand zurück. »Du kennst keine Wölfe?« Er versuchte den Schmerz zu ignorieren und antwortete, »Doch, Wölfe schon, aber wo ich herkomme, sprechen diese normalerweise nicht.« »Wo du herkommst?« fragte der weibliche Wolf. »Du hast dich offenbar schwerer verletzt als vermutet.« »Nein, er sagt die Wahrheit, schätze ich. Im Kampf mit Black tauchte er buchstäblich aus dem Nichts auf, so als ob er durch ein Portal hierher kam.« Ein weiterer Wolf trat aus der Schwärze der Nacht in den Lichtschein. »Er scheint ein Mensch zu sein. Er ist vielleicht gefährlich«, meinte sie. »Näschen, hör zu. Du hast viel durchgemacht, und wir sehen zum ersten Mal einen Menschen. Doch du selbst sagtest, dass nicht alle böse sind. Also hören wir ihm zu. Das sollten wir alle tun.« Da traten 3 weitere Wölfe ins Licht. Der weibliche Wolf, Näschen, wie sie der andere nannte, warf etwas Holz in die erlöschende Flamme, welche durch die neue Nahrung aufflammte. »Na gut, hören wir ihm zu. Und nenn mich nicht Näschen«, meinte sie und sah dabei peinlich berührt zu Boden. Die Wölfe verteilten sich im Kreis um ihn und starrten ihn an. »Was?« fragte Perry. »Wir wollen eine Geschichte hören«, meinte der Wolf mit weiß-silbernem Fell. »Na ja gut, das ist schnell erzählt. Ich habe meine Traumfrau getroffen, bin mit ihr ausgegangen, und plötzlich war da ein Splittern und irgendwas hat mich nach hinten gerissen. Dann war ich in einer Art Tunnel aus Farben, und dann, naja, ich glaube, den Rest kennt ihr.« »Seht ihr? Ein Splittern. Dieses Geräusch habe ich auch gehört, kurz bevor er aufgetaucht ist.« »Ja, aber wo ist hier?«, wollte Perry wissen. »Du bist auf Medius. Das sind die Wolfswälder, und diese hier speziell nennt man den Wald des vollen Mondes.« »Medius? Das hier ist nicht die Erde?«
Verwirrt starrte Perry von einem Wolf zum nächsten. Doch alle schüttelten sie nur den Kopf. Er war also in einer anderen Welt. Wie? Warum? Und wie kam er wieder heim? Die Wölfe, die sich als Raka, Chiara, Greycup, Bree und Solida vorstellten, konnten ihm keine wirklich hilfreichen Hinweise geben. Sie rieten ihm nur, dass er durch die graue Wüste gehen soll, vorbei am Tal der 1000 Winde, um nach Alcostar-Tsunna zu gelangen. Das sei wohl die nahegelegenste Stadt, in der auch Menschen lebten. Vielleicht konnte er dort Hilfe finden. Allerdings musste er eben durch die graue Wüste. Ein riesiges Gebiet, das nur aus Sand und trockener Erde bestand. Niemand wusste, warum dort alles vertrocknet war und nichts wuchs. Ebenso wusste auch niemand, warum der Sand grau war. Doch wollte er wieder heim, lagen in Alcostar-Tsunna seine besten Chancen. Bei Sonnenaufgang brachten ihn die Wölfe an den Rand der grauen Wüste. Weiter können wir dich nicht bringen. Wir müssen zum Rat der Wölfe und ihm von den Schwarzen berichten. Falls du mal wieder in der Nähe bist, komm vorbei. Da du mir gestern das Fell gerettet hast, auch wenn es unbeabsichtigt war, bist du bei uns immer willkommen. Und nimm das hier. Das kann dir bestimmt nochmal behilflich sein, meinte Raka. Er drückte Perry ein paar komische Kräuter in die Hand. Das ist Flara, ein Kraut, das bei vielen Krankheiten und Verletzungen hilft. Nutze es weise, es ist sehr selten, erwiderte Bree. Leute, ich danke euch für alles. Ich bin zwar immer noch guter Hoffnung, dass das hier alles nur ein Traum ist, aber falls nicht, sieht man sich vielleicht mal wieder. Damit drehte Perry sich um, atmete tief ein und lief los. Hallo Welt, ich kenne dich zwar nicht und würde gerne lieber wieder heim, aber nun bin ich nun mal hier. Also lass mal sehen, was du zu bieten hast.